12 Uhr. Wir beginnen unsere heutigen Brownback-Lunch zum Thema Meldepflicht für Cyberangriffe bei kritischen Infrastrukturen mit der spezifischen Zielgruppe des Gemeinden. Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, ich begrüße Sie ganz herzlich von meiner Seite. Mein Name ist Kilian Küsch. Ich arbeite beim Bundesamt für Cybersicherheit oder kurz BAKS im Team Sensibilisierung und Prävention. Das Webinar führe ich heute zusammen mit Manuel Sutter. Er ist stellvertretender Direktor des BAKS. Einige Informationen. Das Webinar wird heute aufgezeichnet. Das Input-Referat wird im Anschluss transkribiert und in Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch untertitelt auf dem YouTube-Kanal und der Webseite des BAKS veröffentlicht. Die Aufzeichnung des Frage-Antwort-Teil am Ende wird nicht veröffentlicht. Der Inhalt wird im Nachgang zu meinem Q&A zusammengestellt und auf der Webseite des BAKS auch publiziert. Die Mikrofone der Teilnehmenden sind während des Input-Referats gemutet und die Kameras sind auch ebenfalls ausgeschaltet. Die Fragen können nach dem Input-Referat via Chat oder mündlich gestellt werden. Hierfür werden wir die Mikrofone aktivieren. Genau, das ist unsere Agenda für heute. Ich werde eine kurze Einleitung machen und danach wird Manuel euch die verschiedenen Themen zur Meldepflicht vorstellen. Warum und wann wird eine Meldepflicht für Cyberangriffe eingeführt? Wer ist meldepflichtig? Was ist meldepflichtig und wie unterstützt das BAKS? Und am Ende machen wir noch den Fragerunde. Wir haben heute eine Stunde. Das Ziel ist, dass wir genug Zeit haben auch für die Fragen. Das ist die Gelegenheit, dass Sie Ihre Fragen direkt uns stellen können. Genau. Zunächst möchte ich die Gelegenheit nutzen, einige Informationen über das BAKS für diejenigen zu wiederholen, die uns noch nicht kennen oder noch nicht an einem unserer Webinare schon teilgenommen haben. Also das BAKS, Bundesamt für Cybersicherheit, ist das Kompetenzzentrum respektive erste Anlaufstelle für Wirtschaft, Verwaltung und Bildung einrichten und die Bevölkerung bei Cybersicherheit und Cyberfragen. Wir verantworten die Umsetzung der nationalen Cyberstrategie NCS und wir sind auch zuständig für den Meldeformular und die Meldepflicht für die Cybervorfälle und Cyberangriffe in der Schweiz. Heute sind mehr als 200 Vertreterinnen und Vertreter der Gemeinden bei diesem Webinar anwesend, was uns sehr freut. Tatsächlich sind die Schweizer Gemeinden als Behörden ein integraler Bestandteil unserer Sensibilisierungsprogramme. Wir denken auch dem Schweizerischen Gemeindeverband, mit dem wir eng zusammenarbeiten, um mit ihnen kommunizieren zu können und ihnen die notwendige Hilfe und Informationen im Bereich der Cybersicherheit zu bieten. Wie Sie sicherlich wissen, sind auch Schweizer Gemeinden nicht vor Cyberangriffen ausgenommen und die Bedrohungslagen für Gemeindeverwaltung und politische Behörden bleibt konstant. Sie haben hier einige Beispiele, einige von schon einigen Jahren her, andere, die ganz aktuelle sind. Die Gemeinderäte und Gemeindeverwaltungen, die gelten laut das BAPS als kritische Infrastrukturen und unterliegen der bestimmten Verpflichtungen, wie zum Beispiel der Meldepflicht für Cyberangriffe, die Ihnen heute vorgestellt wird. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um Manuel Sutter das Wort für den Rest des Webinars zu übergeben. Vielen Dank, Kilian, und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Es freut uns, dass Sie so ein großes Interesse an diesem Thema haben. Sie haben das ja alles mitbekommen. Am 7. März hat der Bundesrat beschlossen, dass die Meldepflicht jetzt per 1. April eingeführt wird. Und ich glaube, es ist für uns sehr wichtig, dass wir hier Verständnis wecken können. Was ist diese Meldepflicht? Warum haben wir die eingeführt und wie können Sie die Meldepflicht dann auch erfüllen? Das ist das Ziel von heute. Und ich beginne gleich mit den ersten wichtigen Frage. Ja, warum braucht es überhaupt diese Meldepflicht für Cyberangriffe? Uns ist es
wichtig hier zu betonen, es geht nicht um eine aufsichtsrechtliche Meldepflicht. Solche gibt es auch in verschiedenen Bereichen, zum Beispiel im Finanzsektor ist das bekannt. Aber unsere Meldepflicht dient nicht irgendeiner Aufsicht, sondern sie dient dazu, die Frühwarnung und die Übersicht zur Bedrohungslage zu stärken. Das ist der Hauptzweck. Wir möchten wirklich dafür sorgen, dass möglichst alle Betroffenen möglichst viele Informationen zur Cybersicherheit, zu Bedrohungen in diesem Bereich erhalten. Ein zweiter wichtiger Punkt für die Einführung der Meldepflicht ist auch die Rechtssicherheit und Gleichheit. Wir hatten insbesondere im Privatsektor schon seit langem einen gut etablierten Informationsaustausch mit vielen großen und auch mit kleineren spezialisierten Firmen zu Cyberbedrohungen, auch mit den Behörden. Aber nicht alle teilen gleich viele Informationen. Auf der anderen Seite profitieren natürlich alle davon, wenn Informationen geteilt werden. Und das führt ein bisschen zu diesem Freerider-Problem, dass einige einfach profitieren davon, dass andere viele Informationen teilen. Wenn wir das nun verpflichtend machen, dann können wir dieses Problem entschärfen. Als dritter Faktor kam natürlich noch dazu, dass im internationalen Kontext Meldepflichten immer wichtiger werden. Vielleicht kennen Sie diese NIS-Direktive der EU. Die haben da die Mitgliedstaaten verpflichtet, Meldepflichten für Cyberangriffe einzuführen. Diese Meldepflichten gibt es also in der EU bereits. Wir haben die nun auch eingeführt oder werden sie einführen. Wie ist die Meldepflicht entstanden? Am Anfang ist natürlich eine Gesetzesänderung nötig. Das Parlament hat die Einführung der Meldepflicht 2023 im Herbst beschlossen, mittels einer Änderung des Informationssicherheitsgesetzes. Das ist selber ein relativ neues Gesetz, das erst seit 2024 überhaupt in Kraft tritt. Das hat am Anfang zu ein bisschen Verwirrung geführt, weil man ein Gesetz bereits geändert hat, bevor es in Kraft getreten ist. Jetzt sollte aber eigentlich alles klar sein, dass die Meldepflicht dann eben ab 1. April 2025 beschlossen wird. Eingeführt wird. Für diese Einführung hat der Bundesrat noch eine Verordnung, eine Umsetzungsverordnung verabschiedet. Das hat er eben am 7. März getan. Diese Umsetzungsverordnung regelt alle konkreten Vorgaben, wie die Meldepflicht zu erfüllen ist. Der Bundesrat hat am 7. März beschlossen, das schnell einzuführen, die Meldepflicht am 1. April. Es ist aber klar, dass nicht alle Organisationen ihre Prozesse schon gleich darauf ausrichten können. Deshalb hat man eine Übergangsfrist vorgesehen für die Sanktionierung. Also Sie müssen Meldungen erstatten ab dem 1. April. Wenn Sie das nicht tun, gibt es aber noch keine Strafbestimmungen. Diese werden erst im 1. Oktober 2025, also ein halbes Jahr später, eingeführt. Ich werde später darauf kommen, die Strafbestimmungen werden wir sowieso so lösen, dass wir das möglichst nicht machen müssen. Aber dennoch ist es wichtig, diese Übergangsfrist besteht für die Sanktionierung. Ein sehr zentrales Thema bei der Einführung des Gesetzes und jetzt auch bei der Verordnung ist natürlich die Frage, wer ist überhaupt meldepflichtig? Ich komme deshalb gleich zuerst auf diesen Punkt zu sprechen. Meldepflichtig sind Betreiberinnen kritischer Infrastrukturen. Das ist wahrscheinlich für die meisten nachvollziehbar. Nur gibt es keine abschließende Definition von kritischen Infrastrukturen. Wir mussten die zuerst machen. Da gibt es verschiedene Sektoren, die sind relativ offensichtlich. Da gehört zum Beispiel der Energiesektor sicher dazu, Telekommunikationssektor, aber eben auch die Bundes-, Kantons- und Gemeindebehörden. Wir haben uns bei der Erarbeitung der Strategie stark an der Strategie für kritische Infrastrukturen orientiert und haben da diese Sektoren entsprechend aufgeführt. Es sind insgesamt 19 Sektoren, 19 Bereiche, die wir dort aufgeführt haben, die jetzt als meldepflichtig sind. Nun, das
eigentliche Problem lag darin, dass zum Beispiel ein Sektor ist der Lebensmittelversorgungssektor. Und Sie können sich vorstellen, das ist ein sehr diverser Sektor. Da hat es zum Beispiel Großverteiler drin, aber eben auch der Kebabstand um die Ecke. Und es war uns von Anfang an wichtig, dass wir nicht diese kleinen Unternehmen der Meldepflicht unterstellen. Das macht keinen Sinn. Deshalb hat sieht das Gesetz vor, dass der Bundesrat da geeignete Schwellenwerte definieren kann. Als Kriterium für den Bundesrat für die Definition dieser Schwellenwerte gilt, dass die Unternehmen eine geringe Abhängigkeit von Informatikmitteln haben und dass Ausfälle dieser Unternehmen nur geringe volkswirtschaftliche Schäden verursachen oder Schäden für die Sicherheit verursachen. Aufgrund dieser Bestimmung, dieser Ausnahmemöglichkeit hat der Bundesrat dann die Verordnung definiert, die Cybersicherheitsverordnung. Dort ist eben ganz wesentlich, dass man jetzt diese Ausnahmen festgelegt hat. Es gibt verschiedene sektorspezifische Ausnahmen, zum Beispiel in der Energieversorgung ist das Kriterium, dass man die Leistung, die diese Unternehmen verteilen oder produzieren, definiert. Das sind dann sehr ganz konkrete Schwellenwerte. Bei vielen anderen Sektoren haben wir Schwellenwerte definiert. Da haben wir uns auch an der EU orientiert. Die Schwellen sind jetzt bei 50 Mitarbeitenden und mindestens 10 Millionen Schweizer Franken Jahresumsatz. Wer darunter liegt, der ist nicht meldepflichtig. So können wir sicherstellen, dass eben diese kleinen Lebensmittelversorgungsunternehmen zum Beispiel nicht meldepflichtig sind. Es war auch eine Diskussion darüber, ob wir Gemeinden ausnehmen oder ob wir das eben nicht tun. Wir haben das mit dem Gemeindeverband zum Beispiel diskutiert, mit den Kantonen. Und wir sind zum Schluss gekommen, dass die einfachere Lösung ist, dass Gemeinden keine Ausnahmen haben, sondern dass wir alle Gemeinden meldepflichtig machen. Diese ist ein weiterer Geltungsbereich, aber ist sicher auch einfacher für Sie. Sie müssen dann nicht zuerst noch in der Verordnung nachschauen gehen, bin ich jetzt wirklich meldepflichtig oder nicht. Sonst ist einfach klar, Gemeinde, Behörden sind meldepflichtig. Das trifft auch zu für die Trinkwasserversorgung, Abfallentsorgung, die viele Gemeinden dann auch betreiben. Das war zur Frage, wer ist meldepflichtig? Und die zweite ganz wichtige Frage bei der Erarbeitung des Gesetzes und der Verordnung ist, was ist überhaupt meldepflichtig? Und das war auch eine Frage, die uns lange beschäftigt hat. Ein Cyberangriff muss auch natürlich eingeschränkt werden, damit wir nicht in sehr vielen Meldungen über Spam-Mails zum Beispiel ertrinken. Das macht keinen Sinn. Mit den Meldungen könnten wir keinen besseren Überblick über die Bedrohungslage erstellen. Wir haben im Gesetz dann die Cyberangriff eingeschränkt, die meldepflichtigen Cyberangriffe so eingeschränkt, dass es um die Funktionsfähigkeit der kritischen Infrastruktur geht. Nur wenn diese wirklich gefährdet ist durch den Cyberangriff, besteht eine Meldepflicht. Ein zweites Kriterium, das man relativ gut feststellen kann, ist, ob der Cyberangriff zu einer Manipulation oder zu einem Abfluss von Informationen geführt hat. Das, denke ich, ist dann relativ klar, wenn man sieht, ein Angreifer hat wirklich Zugang zu Informationen. Das dritte Kriterium, das ist vielleicht weniger offensichtlich, aber für uns sehr wichtig, ist, wenn ein Angriff über eine längere Zeit unentdeckt bleibt. Hier geht es vor allem um Angriffe mit dem Zweck der Spionage. Wir können die Cyberkriminellen relativ rasch entdecken, weil die werden möglichst rasch versuchen, Erpressungen durchzuführen oder die Informationen eben irgendwo veröffentlichen. Cyberangriffe mit Spionagezwecken, die werden in den Netzwerken bleiben und möglichst versuchen mitzulesen, ohne dass sie jemand entdeckt. Solche Angriffe, wenn man die entdeckt, sind sie natürlich sehr, sehr interessant für uns und wir können das dann nutzen, um andere zu warnen, um ihnen zu zeigen, wie man prüfen kann, ob man selber Opfer eines solchen Angriffs ist und können so Spionage verhindern. Deshalb dieses Kriterium.
Das vierte Kriterium, das ist dann wieder einfacher, das ist eben die Erpressung, Drohung oder Nötigung, wenn Sie aufgrund eines Cyberangriffs von den Tätern erpresst werden oder bedroht werden oder genötigt werden, dann ist der Cyberangriff meldepflichtig. Auch das haben wir entsprechend konkretisiert in der Cyberverordnung. Das wahrscheinlich schwierigste Element, das zu konkretisieren war, ist die Gefährdung der Funktionsfähigkeit. Das kann man natürlich relativ breit interpretieren, dieses Kriterium. Hier haben wir festgelegt, die Funktionsfähigkeit ist dann gefährdet, wenn es zu Systemunterbrüchen kommt, die Mitarbeitende oder Dritte direkt betreffen. Oder wenn die Organisation aufgrund eines Cyberangriffs ihre Notfallpläne aktiviert. Dann reden wir von einer Gefährdung der Funktionsfähigkeit. Die Manipulation oder Abfluss von Informationen, das ist eben dieser Zugriff von Unbefugten. Ich glaube, das ist eher einfacher festzustellen. Was wir auch konkretisieren mussten, ist beim dritten Punkt der längere Zeitraum. Hier haben wir 90 Tage festgelegt. Das ist dann doch schon eine lange Zeitspanne, bei der ein Angreifer sicher sich schon sehr gut zurechtfindet im System, und das ist dann für uns sehr interessant, wenn man den erst nach 90 Tagen entdeckt. Erpressung, Drohung oder Nötigung, das ist relativ offensichtlich. Hier ging es uns darum, dass wir festlegen, gegen wen sich diese Erpressung, Drohung oder Nötigung richtet, damit der Vorfall meldepflichtig ist. Ein nächster wichtiger Punkt ist natürlich, wie muss jetzt gemeldet werden, welche Inhalte müssen gemeldet werden und innerhalb von welcher Frist muss das getan werden. Zuerst vielleicht gerade zur Frist, weil das wahrscheinlich etwas vom Wichtigsten ist für die Betroffenen. Die Meldung muss innerhalb von 24 Stunden erfolgen, aber ganz wichtig ist hier, es geht um die 24 Stunden nach der Entdeckung des Cyberangriffs. Das ist sehr wichtig zu betonen, weil das für Sie bedeutet, Sie sind nicht verpflichtet, ständig Ihre Netzwerke zu monitoren. Wir empfehlen natürlich, dass Sie hier möglichst genau hinschauen, um Angriffe möglichst rasch zu entdecken, aber es ist uns völlig klar, dass viele Organisationen das nicht leisten können. Sie haben die Meldepflicht nicht missachtet, wenn der Angriff am Samstagmorgen stattfindet und Sie ihn erst am Montag entdecken. Sie müssen dann einfach ab Montagmorgen, wenn Sie das entdeckt haben, innerhalb von 24 Stunden uns eine Meldung erstatten. Ein zweiter Punkt, der sehr wichtig ist, dass es uns völlig klar ist, dass Sie innerhalb von 24 Stunden nach der Entdeckung des Cyberangriffs noch lange nicht alle Informationen kennen des Cyberangriffs. Bei der Erstmeldung innerhalb von 24 Stunden reicht es, wenn Sie uns einfach angeben, ich habe einen Cyberangriff entdeckt. Sie haben nachher 14 Tage Zeit, um alle Informationen, die wir verlangen, zu erheben und uns anzugeben, und müssen dann die Erstmeldung, die Sie eingereicht haben, erst nach 14 Tagen abschließen. Was Sie melden müssen, ist in der Verordnung ebenfalls festgelegt. Ich habe es hier aufgelistet, aber ich komme wahrscheinlich einfacher nachher drauf, wenn ich gleich das Meldeformular zeige, dann können wir gemeinsam durchgehen. Hier bin ich schon bei dem Meldeformular. Wir haben das Meldeformular auf unserer Plattform etabliert. Unsere Plattform heißt Cybersecurity Hub. Ich nehme an, viele von Ihnen kennen das schon. Sie können sich auf dem Cybersecurity Hub registrieren als Gemeinde und dort hinterlegen, wer von Ihrer Gemeinde der Kontakt ist. Und über diesen Cybersecurity Hub kommen Sie auch ganz einfach auf das Meldeformular. Das Meldeformular ist vorgegeben. Sie können dort Schritt für Schritt alle Punkte sehr einfach eingeben. Sie müssen auch nicht mehr angeben, wer Sie sind, weil Sie ja vorher schon registriert wurden. Das geht deutlich am einfachsten, ist auch für uns nachher am einfachsten. Die Meldung ist dann bereits am richtigen Ort. Wir können sie dort am einfachsten behandeln.
Im Unterschied zu anderen Ländern, zum Beispiel zu Deutschland, haben wir aber keine Registrierungspflicht. Also die kritischen Infrastrukturen können sich freiwillig auf dem Cyber Security Hub registrieren. Wenn Sie das nicht tun wollen, dann können Sie auch die Meldung über andere Kanäle uns zukommen lassen. Wir haben auf der Website zum Beispiel ein Beispiel-Mail, das Sie öffnen können mit den Fragen gleich drin. Das können Sie dann uns so schicken, ausgefüllt. Das ist ein Meldekanal. Sie können uns auch selber ein Mail formulieren mit den Inhalten, die nötig sind. Das müssen Sie dann aber natürlich selber zusammensuchen, wenn Sie unsere Mailvorlage nicht benutzen. Also das können Sie auch tun. Wir empfehlen aber wirklich eine Registrierung auf dem Cyber Security Hub und dann die Meldung darüber zu erfassen. Ich zeige hier das Meldeformular, wie es wirklich aussieht, damit Sie sich ein bisschen eine bessere Vorstellung machen können. Ich gehe da kurz eben jetzt auch durch die Inhalte, damit Sie wissen, was Sie melden müssten. Es beginnt mit allgemeinen Informationen zum Cyberangriff. Hier ist für uns natürlich wichtig zu wissen, wann haben Sie diesen Angriff überhaupt festgestellt. Dann ist eine sehr wichtige Information für uns, ob der Angriff überhaupt noch läuft oder ob das bereits wieder vorbei ist. Dann möchten wir gerne wissen, ob Sie wissen, wann der Angriff durchgeführt wurde. Vielleicht wissen Sie das am Anfang noch nicht, dann können Sie hier Nein klicken. Wenn Sie Ja klicken, dann bekommen Sie ein Datum und Uhrzeitfeld. Unten ist für uns wichtig, dass wir wissen, um was für einen Cyberangriff geht es. Geht es um DDoS-Attacken? Geht es um Verschlüsselungssoftware, die Ihnen Ihre Daten verschlüsselt hat? Geht es um anderes? Sie können dort in einem Dropdown-Menü auswählen. Wir haben die häufigsten Angriffsarten bereits vordefiniert. Sie können dann auch die Kategorie anderes auswählen und dort den Angriff beschreiben. Die Angriffsmethode ist ebenfalls eine wichtige Information für uns. Hier geht es darum, ob jemand die Authentifizierungsdaten von Mitarbeitern entwendet hat, ob er eine Schwachstelle ausgenutzt hat. Auch dort gibt es wieder die Möglichkeit zu sagen, es ist eine andere Art von Angriffsvektor. Dann ist es eben wichtig, ob der Angriff Zusammenhang mit Drohung, Erpressung und Nötigung verbunden ist. Und hier ist für uns aus statistischen Gründen sehr interessant, ob eine Strafanzeige erstattet wurde oder nicht. Ist sicher auch für die Strafvollzugsbehörden sehr wichtig zu sehen, ob sie hier überhaupt nur Einzelfälle gemeldet bekommen oder ob es doch eine Mehrheit ist, die dann auch Strafanzeige erstattet. Für uns sehr interessant sind Hintergrundinformationen zum Cyberangriff. Das ist aber de facto ein freiwilliges Feld. Sie können hier einfach anklicken, nein, ich möchte keine weiteren Informationen bereitstellen, vielleicht einfach, weil Sie es nicht haben, vielleicht möchten Sie das auch nicht. Für uns sind solche Informationen gerade von Spezialistinnen und Spezialisten natürlich sehr, sehr interessant, wenn wir mehr Informationen da bekommen. Dann, wenn Sie etwas wirklich haben, wo Sie den Angriff noch ein bisschen genauer beschreiben können, wo Sie technische Indikatoren reinbringen können, dann hilft das uns sehr für die Frühwarnung. Wenn Sie das können, sind wir froh. Wenn Sie es nicht können, dann haben wir natürlich Verständnis, wenn Sie hier einfach schreiben, nein, es gibt keine weiteren Informationen. Wichtig ist natürlich auch zu wissen, welche Auswirkungen der Cyberangriff hat. Das ist auch etwas, was wir uns möglichst ziemlich genau überlegt haben, wie wir das machen wollen. Wir wollten das möglichst einfach gestalten für die Betroffenen. Wir haben uns entschieden, dass wir hier ganz einfache 3 Kategorien auswählen, ob die Verfügbarkeit, die Integrität oder die Vertraulichkeit der Informationen Ihrer Organisation betroffen sind. Und man kann jeweils auswählen, gar nicht, leicht, mittel oder stark betroffen. Das reicht uns, um die Schwere des Angriffs einzuschätzen und macht es für Sie sehr viel einfacher, als wenn Sie hier ausführlich beschreiben müssten, welche Auswirkungen der Cybervorfall hätte. Wichtig ist sicher, weil es sich um kritische Infrastrukturen handelt, dann die zweite Frage, ob der Betrieb Ihrer Organisation durch den Angriff gefährdet wird oder nicht.
Als nächstes möchten wir gerne wissen, ob Maßnahmen ergriffen wurden oder ob sie geplant sind. Wenn Sie da anklicken Ja, dann kommt ein Textfeld, wo Sie die Maßnahme kurz beschreiben. Das ist für uns einfach hilfreich, damit wir einschätzen können, ob Ihre Organisation in der Vorfallbewältigung schon weit ist oder ob Sie da noch ganz am Anfang stehen. Das hilft uns auch dann, die Unterstützung anzupassen. Wenn Sie diese Angaben erfasst haben, können Sie die Meldung übermitteln. Hier einfach draufklicken. Dann wird diese Meldung bei Ihnen als Meldeentwurf gespeichert im Cybersecurity Hub. Sie haben dann eben 14 Tage Zeit, um die Meldung definitiv abzuschließen. Wenn Sie das sofort machen wollen, können Sie das dann sofort tun auf dem nächsten Formularfeld und sonst können Sie das eben dann noch 14 Tage lang ergänzen und dann abschließen. Auf dem Formular ist es auch möglich, das habe ich jetzt nicht mehr im Formular direkt gezeigt, aber es ist hier beschrieben, weil es ein wichtiger Punkt ist. Es ist wichtig, dass Sie die Meldung auch an andere Behörden weiterleiten können. Konkret geht es für Gemeinden wahrscheinlich vor allem um den Öffentlichkeitsbeauftragten des Bundes, den EDÖP. Dort hat man eine Meldepflicht, wenn Personendaten betroffen sind von Cyberangriffen. Sie können das dort direkt anwählen, ob Sie das weiterleiten wollen. Es gibt auch andere Weiterleitungsmöglichkeiten, zum Beispiel an die FINMA, die ist aber natürlich vor allem für den Finanzsektor relevant. Die entscheiden immer, an wen sie die Meldung weiterleiten. Es gibt keine automatische Weiterleitung. Ein zweiter wichtiges Element ist, Sie können auf dem Meldeformular anklicken, dass Sie von uns gern Hilfe möchten. Wichtig zu verstehen ist, wir schauen die Meldungen nicht Tag und Nacht an. Wenn Sie einen Notfall haben, bei der Sie sofort Hilfe benötigt, dann müssen Sie die Picket-Nummer anrufen, die auf dem Cybersecurity Hub ersichtlich ist. Dort werden Sie dann sofort Hilfe bekommen. Wenn Sie auf dem Meldeformular angeben, Sie sind froh um Unterstützung, dann werden wir auch Kontakt mit Ihnen aufnehmen, aber einfach während den Bürozeiten. Das wäre es gewesen zur Erfassung der Meldung. Hier eben jetzt nochmals zu diesen Sanktionen. Die haben vor allem auch in der Wirtschaft zu vielen Diskussionen geführt. Natürlich muss man bei einer Pflicht eigentlich auch sagen, was passiert, wenn die Pflicht verletzt wird. Für uns eben nochmals wichtig zu betonen, es geht nicht darum, dass wir irgendeine Aufsicht machen und möglichst viel Druck aufsetzen auf die Unternehmen, sondern wir möchten hier die Zusammenarbeit stärken. Deshalb werden wir nicht einfach bei einer Unterlassung der Meldepflicht sofort eine Sanktion aussprechen, sondern wir werden die Infrastruktur kontaktieren. Wir werden sagen, wir haben festgestellt, dass Ihr Unternehmen oder Ihre Behörde einen Cybervorfall hatten, aber wir haben keine Meldung erhalten. Könnten Sie das bitte noch tun? Wir werden schauen, die meisten werden dann hoffentlich reagieren und sagen, ja, das stimmt, wir werden die Meldung noch erfassen nachträglich und dann ist alles in Ordnung. Wenn wir keine Reaktion erhalten, dann werden wir eine Verfügung schicken, wo wir darauf hinweisen, dass sie meldepflichtig sind und dass wir hier auch eine Sanktionsmöglichkeit haben, wenn sie der Meldepflicht nicht nachkommen. Wird diese Verfügung dann immer noch ignoriert, dann werden wir Strafanzeige erstatten an die zuständige kantonale Strafverfolgungsbehörde und die weiteren Schritte liegen dann bei dieser Behörde. Möglich sind Bußen bis zu 100.000 Franken. Wie schon vorhin erwähnt, diese Sanktionen treten später in Kraft, im 1. Oktober 2025. Ich hoffe, es wurde jetzt genug deutlich, dass man wirklich eigentlich absichtlich diese Meldepflicht nicht erfüllen muss, damit es überhaupt so weit kommen kann. Wie gesagt, es ist nicht in unserem Interesse, hier Leute zu sanktionieren. Wir möchten einfach, dass wirklich diese Gleichheit besteht, dass alle grundsätzlich melden müssen. Damit aber noch zu einem vielleicht etwas positiveren Punkt. Wie können wir dann wirklich zusammenarbeiten? Wie hilft die Meldepflicht, dass wir die Cyberbedrohung besser im Griff bekommen?
Zunächst ist eben dieses Element der Prävention und des Informationsaustauschs sehr wichtig. Wir erhoffen uns schon, dass wir hier einen möglichst guten Überblick bekommen über die wichtigsten Cyberangriffe. Es hilft uns, auch die Warnungen und Empfehlungen noch genauer auszurichten, dass wir besser sehen, was passiert im Moment gerade, welche Gruppen sind wie aktiv. Ist es im Moment eher DDoS, sind es wieder Ransomware-Gruppen, die sehr stark zuschlagen. Da können wir unsere Warnungen und unseren Informationsaustausch sicher verbessern. Auch hier ist der Cyber Security Hub das richtige Instrument dafür. Wir können hier einen guten Informationsaustausch direkt unter Fachleuten pflegen und ich glaube, das hilft allen. Das ist der präventive Aspekt, den wir hoffen zu stärken durch die Meldepflicht. Dann geht es aber wirklich auch um die Vorfallbewältigung. Wir können die Betroffenen unterstützen bei einem Cybervorfall. Wichtig ist zu verstehen, wir sind ein bisschen wie die Feuerwehr. Wir helfen im ersten Moment durch unser Fachwissen und dadurch, dass wir sehr gut wissen, wie die Angriffe typischerweise ablaufen. Was wir nicht in unserer Zuständigkeit ist, ist dann die Wiederinstandsetzung der ganzen IT-Infrastruktur, falls das nötig ist, und alle nachfolgenden Arbeiten. Das ist dann etwas, was die betroffene Organisation selber mit den Dienstleistern oder auch intern bewerkstelligen muss.